Gezielte Prompts, konkrete Antworten und individuelle Ergebnisse. In diesem Video zeige ich dir, wie du mit ChatGPT von einer einfachen Frage zu einem für dich speziell passenden Ergebnis kommst. Ich bin Kathi und ich zeige dir, wie einfach die Welt der künstlichen Intelligenz ist in einfachen Worten und mit Beispielen aus deinem Alltag. Schauen wir uns heute an, mit welcher Prompt-Strategie du zu ganz persönlichen Aktionsplänen kommst und nutzen dabei einfach mal Beispiele aus folgenden Kategorien. Ernähre dich gesund, verwalte deine Finanzen, erstelle dir Tagespläne für deine Gewohnheiten, finde neue Lernmethoden. Natürlich habe ich wieder Tipps und Tricks für beste Antworten in der kostenlosen Version von ChatGPT und als Bonus ein kleines Beispiel zum Thema Produktivität. Eine gesunde Ernährung ist definitiv eine der wichtigsten Säulen für den Energiehaushalt in deinem Alltag. Das muss immer sehr schnell gehen und ich muss ehrlich gestehen, dabei gehen mir immer die Ideen aus. Deswegen starten wir doch einfach mit einer einfachen Frage an ChatGPT. Erstell mir einen wöchentlichen Ernährungsplan, der auf gesunde Mahlzeiten ausgerichtet ist. Bitte budgetfreundlich. Jetzt bekommst du einen ausgewogenen Ernährungsplan und viele Tipps rund um das Thema gesunde Ernährung. Das ist jetzt aber recht pauschal und wir wollen es ja auf dich persönlich abstimmen. Dazu gibt doch ChatGPT einfach die Informationen jetzt noch mit, die du brauchst. Also zum Beispiel, möchtest du eine proteinreiche Ernährung, hast du Allergien oder aber auch, hast du noch eine Dose im Schrank, die eigentlich weg muss? Ist dein Speiseplan jetzt fertig? Dann geh einfach nochmal einen Schritt weiter, um es komfortabler zu machen und bitte ChatGPT doch einmal daraus eine Einkaufsliste zu erstellen und diese gleich nach den Gängen im Supermarkt zu sortieren. Also ich muss ja sagen, das ist eins meiner Highlights, weil es macht das Einkaufen einfach so viel schneller und einfacher. Möchtest du deinen Speiseplan etwas internationaler haben, dann sag halt auch das und sage entweder die speziellen Länder, aus denen du zum Beispiel Einsteigerrezepte haben möchtest oder aber auch ganze Regionen von mir und mach es so durch verschiedene Gewürze und Rezepte einfach noch viel abwechslungsreicher. Finanzen sind ein weiterer großer Block im Leben, der, wenn sie nicht funktionieren, dein Leben richtig schwer machen kann. Und dabei ist es ganz egal, ob sie allgemein nicht funktionieren oder ob du auf eine größere Investition sparst oder eine längere Auszeit nehmen möchtest. Wie spart man am besten auf eine große Investition? Jetzt erhältst du eine ausführliche Antwort zum Thema Sparen, die aber auch jetzt wieder sehr pauschal ist. Um es individuell für dich jetzt zu gestalten, dann gib ihnen gern Zahlen mit, dein Einkommen, deine monatlichen Ausgaben, deine Verpflichtung vielleicht in der Zukunft, aber auch, und das darfst du nicht vergessen, deine kleinen Luxusausgaben nebenbei, damit das Bild auch wirklich real wird. Organisiert ihr eure Finanzen zusammen, dann habe ich noch einen Tipp für dich, denn hier oben kannst du die Ergebnisse teilen, sodass ihr gemeinsam draufschauen könnt, aber sie auch gemeinsam bearbeiten könnt. Gute Vorsätze sind das eine, die Durchführung derer was vollkommen anderes. Vielleicht kennst du das aber auch, du liegst nachts im Bett, der Kopf rennt und plötzlich steht der ganze Aktionsplan ganz klar vor deinem inneren Auge. Und du denkst, super, geht doch. Und am nächsten Tag? Nichts von dem geschieht. Ich möchte meine Aufgaben im Blick behalten. Welcher Morgen- und Abendroutine sollte ich folgen? Um diese Routinen jetzt individuell an dich anzupassen, gibt ChatGPT einfach alle Informationen, die er dazu benötigt. Wie lang ist dein Arbeitsweg zum Beispiel oder möchtest du am Tag 10.000 Schritte gehen? Möchtest du morgens oder abends vom Bett noch meditieren? All das, was du gern möchtest und lass ihn das in diese Routine mit einbauen. Um diese Routine jetzt wirklich leben zu können, lässt du ChatGPT einfach eine Checkliste erstellen, sodass du Tag für Tag nachvollziehen kannst, welche Schritte du davon erledigt hast. Präsentiere deine Empfehlungen in einer übersichtlichen Liste, damit ich meine Fortschritte dokumentieren kann. Und noch ein kleiner Tipp zum Schluss. Du möchtest einen Teil davon nur an einem bestimmten Tag zu irgendeiner bestimmten Uhrzeit machen, dann kannst du auch das sagen. Zum Beispiel meine Dehnübung möchte ich nur am Freitag um 8 Uhr machen, dann baut ChatGPT sie genau nur am Freitag um 8 Uhr mit ein. Dass du nicht nur deinen Körper, sondern auch deinen Kopf fit halten musst für ein langes, gesundes Leben, das haben Studien ja mittlerweile hinreichend bewiesen. Aber neben körperlichem Training jetzt auch noch Lernen? Ehrlich?
Ich möchte meine Leidenschaft für Kunstgeschichte neu aufleben lassen. Wie halte ich meinen Fokus aufrecht, um nicht das Interesse zu verlieren? Das funktioniert natürlich für jeden Wissensbereich, den du gern möchtest, von japanischer Textilkunde bis zur Dada-Bewegung. Bitte ChatGPT doch einmal, dir wöchentlich zum Beispiel Material zusammenzustellen aus YouTube-Filmen, aus Berichten, aus Büchern und dir Fragen und Denkanstöße zu geben, damit dir das Lernen einfach leichter fällt und etwas interaktiver wird. Und auch hier noch ein kleiner Tipp. Entspricht der Vorschlag nicht deinen Vorstellungen, dann gehst du einfach hier unten auf dieses kleine Häkchen und auf Regenerate und ChatGPT generiert dir einen neuen Vorschlag. Im Anschluss kannst du hier unten zwischen dem ersten und dem zweiten oder wahlweise auch dem dritten und dem vierten, je nachdem wie viel du dir erstellen lässt, switchen. Ich finde es ziemlich genial, wie ich aus einer einfachen Grundfrage so Schritt für Schritt, indem ich ihm einfach sage, was meine Wünsche und Bedürfnisse sind, zu einem ganz individuellen Ergebnis komme, und zwar in ganz vielen Bereichen oder im Prinzip in allen Bereichen meines Lebens, die ich so brauche. Möchtest du wissen, wie ChatGPT dir dein Leben noch erleichtern kann, dann schau einfach mal unten in die Beschreibung. Da habe ich dir ein Dokument verlinkt, das du kostenlos herunterladen kannst. In dem PDF findest du eine kleine und kurze Einführung in das Thema ChatGPT sowie Prompts aus 9 Lebensbereichen mit jeweils 2 Themengebieten, die du einfach nur kopieren musst, damit du sofort loslegen kannst. Schreib mir gerne in die Kommentare, ob dir das gefällt, wie du damit zurechtkommst und ob dir ein Thema fehlt. Kommen wir jetzt zu den Tipps, wie du quasi in diesem Prozess Schritt für Schritt zu den besten Antworten kommst und natürlich in der kostenlosen Version. Sei so konkret wie möglich. Je klarer du bist, desto genauer und hilfreicher wird die Antwort. Gib Kontext, wenn du kannst. Kontext hilft dem Modell, deine Absicht besser zu verstehen und genauere Antworten zu generieren. Sag, in welchem Format du die Antwort haben möchtest. Formatvorlagen wie Stichpunkte, Tabellen oder kurze Sätze machen die Antwort oft direkt nutzbar. Frag bei Unklarheiten einfach nach. Du kannst die Antwort nachjustieren, so wie in einem echten Gespräch. Nutze Rollen oder Perspektiven. Rollen helfen, den Ton und den Inhalt besser auf deine Bedürfnisse abzustimmen. Produktivität ist ja auch so ein schönes Schlagwort dieser Tage. Dein E-Mail-Postfach läuft über, jeder will was von dir und dein Schreibtisch gehört sowieso schon wieder mal lange aufgebaut. Gehen wir es also an. Ich versinke in E-Mails und Screenshots. Hast du Vorschläge, um ein digitales Leben zu organisieren? Um diese Vorschläge jetzt persönlicher zu machen, kannst du deinen Prompt verfeinern und ChatGPT sagen, ob du ein Foto-, Datei- oder E-Mail-Management benötigst. Er kann dir auch dabei helfen, eine gute Struktur zur Benennung deiner Dateien zu finden oder aber Arbeits- von privaten Dateien zu trennen. Er kann dir auch gute Tipps und Hinweise geben, wie du dich zum Beispiel von vielen E-Mail-Listen abmelden kannst. Handle hier ruhig auch einmal proaktiv, um in Zukunft auch deinen Überblick zu behalten. Frage ChatGPT doch nach einer Strategie zur Archivierung deiner Dokumente und Mails. Oder aber lass dir die Inbox-Zero-Mentalität erklären und frage, wie du sie leben kannst. Gib mir Empfehlungen, um eine Inbox-Zero-Mentalität zu lernen und zu verinnerlichen. Ich muss ja gestehen, ich bin so ich habe meine Mailbox am Abend gern leer Mensch und daher finde ich diese Mentalität total cool und habe wirklich dabei auch nochmal Tipps und Hinweise gefunden, die ich so noch nicht kannte und jetzt erstmal ausprobieren werde. Wie schaut es denn bei dir aus? Nutzt du ChatGPT und die Art zum Prompten auch schon so in der Tiefe? Verfeinerst du deine Gespräche und kommst so auf gute Ergebnisse? Schreib es mir doch gerne einmal in die Kommentare. Und zu welchen Themen vor allen Dingen tust du das? Das würde mich wirklich interessieren. Hat dir mein Video gefallen, dann lasse gerne ein Like da und abonniere meinen Kanal mit Glocke, damit ich dir auch in Zukunft erzählen kann, wie einfach das Leben mit KI ist. Für heute sage ich Danke und Tschüss.